Und damit hallo und herzlich willkommen zurück bei Sherlock Holmes. Wir sind in dem Ikea. Ne, Geschmarre. Ja, ich weiß, das war nicht witzig. Ja, wir sind jetzt wieder am Durchknallen. War das die Tür, wo ich rein bin? Ist das nicht einfach dieselbe Tür wieder? Nein, das ist was anderes Stelle. Shit. Okay, das könnte jetzt funny werden. Oh, oh, oh. Da war ich fast weg. Da sind wieder Händchen. Da geht's nach oben. Wo geht's dahin? Ist selber Weg, bloß außenrum und länger. Okay, also müssen wir durch die Tür, um weiterzukommen. Das war das typische, das erste, was du magst, ist das Richtige. Nur man weiß es nicht. Ah. Ups. Lass mich raten, es zählt in der Welt nicht und ich muss wieder in die andere. Okay, vergiss, was ich gesagt habe. Aber das ist da oben. Ich dachte, das wäre eine Schlange oder so. Da oben alles schön ist. Einfach nur der Weltraum, unendliche Weiten. Warte, geht's da runter? Oh ja, da geht's tatsächlich runter. Sind es jetzt Steine? Ne, da geht's doch runter, oder? Oder bin ich jetzt blöd? Ja. Was ist das? Alles klar, das ist ein Beil. Warte. Das ist schon dieselbe Stelle, nur... Spiegelverkehrt? Kann ich da... Alter, es ist halt echt so. Oh, ist das arschig. Ich habe nämlich nicht aufgepasst, wo es hingeht. Ja. Scheiße.
Aber einer drauf muss erstmal kommen. Das ist irgendwie nicht dumm gemacht. Ah, das geht um den Käfig rum. Also das ist einfach nur spiegelverkehrt. Also es geht um den Käfig rum. Also um den Ding, um da, okay. Also im Normalfall so, wir gehen bis zu der Hand. Gehen dann da links rum. Gehen um den Käfig rum, dann müsste es eigentlich zu dem anderen Käfig gehen. Und dann stürzt sich irgendwo ab. Das ist ein bisschen assig zu machen, weil die Dinger sind halt auch nicht groß, ne? Es ist jetzt so, dass du sagen kannst, ey, die Dinger, die sind 2 Meter breit, da fällst du schon nicht runter, wenn du mal ein bisschen Blut läufst. Oder geht es da schon hoch? Fuck! Warte mal, nochmal kurz was schauen. Achso, das geht ein bisschen links und ein bisschen rechts, ne? So rum. So rum. So rum. Hä? Das sollte aber eigentlich ungefähr passen. Oder laufe ich nicht schräg genug? Nee, da geht's wieder runter. Wahrscheinlich muss ich schon früher rübergehen. Es ist ein bisschen nervig. Also, es ist eigentlich ein interessantes Rätsel, aber nicht so geil wie man... Wow. Jetzt bin ich einfach mal voll drauf losgestürmt. Funktioniert. And now, axes? What on earth for? Keine Ahnung, um Schnitzel zu machen. Was denkst du? Tiefer Kratzer, getrocknetes Blut. Ilna Hanarlu. Wow. Scheinbar muss ich da Sachen hinzeigen. Zwei, 1, go. 1, 2, 3, 4. Geh ich nicht einfach außen rum? Zu spät. Oh. Ja, jetzt bin ich doch einfach wieder da. Spiegelwelt gibt's nicht wieder, ne? Nee. Ich muss die Dinger berühren. Warte, muss ich mich von denen treffen lassen? Now it is glowing, but why? Weil du weggeschlachtet wurdest. Turm und... Keine Ahnung. Spermchen unten rechts. Da ist das andere.
Aber machen wir erstmal in der Reihenfolge. Da hinten ist der Turm. Ja gut, das ist jetzt nicht... Töte mich! Ah! Es ist ein bisschen doof, dass du dich da wirklich opfern musst. There's that glow again. So, hau rein. I hope that was all. I can't take any more. Ey, nur weil du dich wegschlachten lassen musst. Was ist denn das für eine Einstellung, Sherlock? Oh, war's das schon? At last, the lantern's working again. Holmes, I'm coming. Achso, ich bin da rein und da war nichts mehr, ne? Ach so. Holmes, what are you doing? Sitting in a place like this? How did you get here? How did you get through the maze? Tell me, Watson. What maze? I walked straight up to you. You saw me. Do not lie to me, John. How did you get out? Sherlock, what happened? Are you feeling all... Oh, heavens. Is that Arneson? Why didn't you mention him? Stay put. I must check if he is alive. The unknown, beckoning, great one, lightning! I should examine him before he has another seizure. Alter, was ist das? Please tell me there are no wheels inside Arneson. Ach so. Let me forge. Please let me forge. Nee, forget. I need to Forget. focus on Arneson. Stummelfingerchen. Severed fingers, the wounds are inflamed. Blunt trauma to the cranium, dilated pupils, lips moving without a sound. Cold sweat. 2, no, 3 ribs fractured. Pulse is racing, 110 beats a minute. Arneson is delirious after all he's endured. We can't get him to the boat in a state like that. It's dangerous to us and him. Hä, was muss ich jetzt da machen? Kann man Mr. Anderson rumstellen. Draufhauen. Mr. Anderson im Delirium. Altar? Aber das war einfach nur das, was wir jetzt gerade gesehen haben. Achso. Umgebung des Feuers. Andersons Verbleib. Oder Arnesons. Warte mal, das Foto. Hä? Ach so, ich habe das Zeug wahrscheinlich noch gar nicht. Leere meinen Geist, bitte leere meinen Geist. Lass mich vergessen, ist da glaube ich eine geilere Übersetzung. Pokeweed berries, though they appear harmless, the whole plant is lethal. Odorless, watery, and hard to identify. Pilze für eine Pizza. Some kind of amanita mushroom, extremely poisonous. A pharmacopoeia, listing drugs, effects, and directions for use. Oh, wow. Genau in dem Moment, wo das kommt, das habe ich gedrückt. Alter, da sind lauter Aale drin. Aber da drüben ist noch mehr. This is Dwale, induces sleep and relaxation. Salvia divinorum, provokes visual hallucinations. A gluey decoction. The smell is herby but sharp. It appears burnt, judging by the color. Hard to tell what it says. Erweist euch als würdig, indem ihr euch dem großen Gott hingebt. Frohlockt, denn er ist nah. Die Meerestiefe ruft. Hallo.
Okay. I just need a second, John. The nightmares these poor souls had to endure. I wonder what this language is. Aquardia tempestate abandone sua carne. Sieht das nicht irgendwie lateinisch an oder so? Oder spanisch? I can't decipher that text. Das ist japanisch. Ha. Achso, ja, warte, jetzt müsste ich doch eigentlich... Tollkirsche, oder? Chemisbeeren? Ich hab mich jetzt auch gewundert. Salvadinorium? Amita-Pilze? Doch die transparente Flüssigkeit. Achso, weil er jetzt wahrscheinlich weiß, was das ist, oder? Ja, ich weiß, es ist blöd, dass ich es ausprobieren muss, aber es geht schon. Hä? Okay, mir fehlt immer noch irgendwas. Archiv recherchieren. Arznei. Konsistenz. Flüssig. Geruch. Geruchlos. Farbe. Lumineszieren. Odorless, watery, and hard to identify. Okay, wässrig. Flüssig, Geruch, geruchlos, Farbe, lumineszieren. Auch nicht. Ah, fuck. Arznei, flüssig, geruchlos. Gifte? Vielleicht soll ich das Arznei wegnehmen, weil wir nicht wissen, was es ist. Tollkirsche, transparente Flüssigkeit. Auf einem Tisch mit giftigen Substanzen steht Fiolen mit einer unbekannten transparenten Flüssigkeit. Die Flüssigkeit geruchlos, wässrig und gelblich. Also schon lumeszierend. Geruchlos und flüssig. Warum findet man da nichts? Ja, guck, wir wissen nicht, dass es eine Arznei ist. Vielleicht deswegen. Warum finde ich da nichts? Unbekannt. Achso, wir suchen nach dem unbekannten Sud. Eine zähflüssig braune Substanz. Wow. Kräutergeruch absondert. Ayahuasca. Bei Ayahuasca handelt es sich um eine braune, breiartige Kräutersud, der im Amazonas-Becken bei Ritualen breite Verwendung findet. Ayahuasca verursacht visuelle und auditive Halluzinationen. Der Hauptbestandteil dieses zu einem Sud abgekochten Halmes ist Jage. Tropische Liane aus dem Amazonas-Regenwald. Jetzt kann ich zu dem anderen gehen. Flüssig, geruchlos, lumineszieren.
Achso, statt dringend ist transparent eher. Schlangengift. Schlangengift ist in der Regel eine klare, schaumlose Flüssigkeit, die am ehesten am gelben Wasser erinnert. Tropfen Schlange verdünnt oder vermengt mit anderen Substanzen wirken entspannend auf die Muskulatur. Dabei gilt die Faustregel 80 Pfund Gewicht entsprechen einem Tropfen. Jetzt kann ich das zusammenbauen. Schlangengift. Mit einem Beruhigungsmittel hergestellt aus verfügbaren Zutaten. Tollkirsche und Schlangengift. Tollkirsche. This should help soothe Arneson. I need some fresh air. Yes, please go. I'll be right behind you with Arneson. Perhaps you can prepare the boat. Befreie meine verkümmerte Seele, auf das ich fühle. Free me festering soul and let me feel. Eyes without purpose and now see the truth. Tear me mind from me flesh, score me festering soul. Phantoms of nothing, we are born to die. Filth in the eyes of our eldritch lord. Free my festering soul and let me feel. Oh, please, I wish to return. Free me, let me return. Free me and rejoice. Eyes without purpose, I now see the truth. Tear my mind from my flesh. Holmes, are you all right? Here, let me help. I'm fine. Holmes? Sherlock! What the hell were you doing? He almost killed you. I don't... You're right. Let's go, Watson. Wie das Blut halt sich nur auf dem Körper verteilt und nicht auf dem Boden. Nicht, dass schmutzig wird. Bon Dieu! Still among the living. We are, though not for lack of trying by the sheriff. Well, he'd been telling people you died in the swamp despite his trying to save you. Crooked man. Through and through. Wait, is that Mr. Arneson? Yes, but he's not well. Do you know Lucy? Belle from the Nymph? That I do. Please bring her here. Mr. Arneson needs to see a familiar face if he's to have any chance of surviving. Power of the heart. I get you. Wait here. Errol? Oh, Errol! Reckon we should give him space. Farewells are painful. No, tell me that's not true. Watson? Mr. Arneson has endured a lot. Lost 4 fingers, a lot of blood, and some of his sanity. But with rest and tender care, he ought to survive those injuries, both physical and mental. Thank you, Johnny. I'll take care of him. Thank you for bringing him home to me. We'll be all right. Are you quite certain? Do you have the space? The resources? I will stay with him at the mansion. It is not a burden to take care of your love. His property is in quite a state. It may not be the best place for recuperation. Hush now. Champagne will see it sorted. Then it's settled. Hear that, Errol? Us living under one roof. Careful what you wish for. Oh, and champagne? I'm about sick of watching that sheriff run riot through New Orleans. We ought to talk. Funny. I was just thinking that grub did nothing to save your man. Together, I reckon you, me, and Errol have the sway to make some changes round here. I like the sound of that. Holmes, our boat. Oh, we must make haste.
Farewell all. Take care. Wie, ihr erzählt mir, wir sehen nicht, wie der Sheriff drauf geht oder sonst irgendwas. Schweinerei. 7. The Book from Beyond. Das Buch aus der Tiefe. Zurück in London. Wir haben ja eigentlich jetzt nichts gefunden, oder? Außer in Anderson. Oder Anderson? Ich pack den seinen Namen nicht, ey. Ich habe automatisch Anderson im Kopf. Who do you think? Let it be known that I'm handy with this revolver. Nonsense, Dr. Watson. As I understand it, when faced with the imperative to defend oneself, one's comrades, and one's nation, you fled. Aren't you going to introduce us, Sherlock? Watson, meet my brother Mycroft, the Queen's best boy. This is a grim augury indeed, for wherever Mycroft travels, tedium surely follows. In contrast, of course, to Sherlock, a man whose obsessive pursuit of the trivial tears through the most carefully laid plans like a hurricane. Do you have any idea what you have disrupted? Your ego is inflated as much as your waistband. What word comes to mind? You work for the government? International trade is a delicate beast. Your antics and Edelweiss have jeopardized one of the Crown's richest relationships. Oh dear. As rich as all the butter you've been slathering on your bread? We need your help. What? There is evil afoot. Strangeness and savagery like I have never seen. Something otherworldly festering in the dark beyond our reach. We have seen things that defy explanation. Mystic forces, magic. You must help us. It's true. The British government does not invest its resources in the insane or intoxicated. Pull yourself together. I know men like you. Men like you grease palms, whisper in ears, start wars, and you send men like me to die in them. You and the rest of your corpulent cronies. Ha! Corpulent, that was it. Interesting, Sherlock. That as you again drift away from sanity, you find yourself another John. All right, so the choice is made. I beg your pardon? There is only us. We cannot run from this problem. I shall take the book and Davy's cryptic message to Barnes. See what he makes of it. Telegramm für Arschmart. Buch aus den unheilvollen Sümpfen. Fuck. Er muss sich erst beruhigen. As you were, Watson. Do what you must. Barnes ist der Bücherboy, ne? Another sinking near Scotland. By the Strand for the details. Cool. Thank you, sir. Get the Strand. Get the true facts. Das ist doch die Hütte jetzt, wo wir den anderen gesucht haben, ne? Da können wir uns wahrscheinlich nicht rein. Ich meine, den Typen haben wir eh nie gefunden. Another sinking near Scotland. By the Strand for the details. Ne, warte, da vorne war es. Gegenüber muss ein... Genau, hier ist das Blumending. Hä? Dr. Watson, how nice to see you, despite the inclement weather. At least my flowers are enjoying the rainfall. It has been a while, Barnes. Dr. Watson. Indeed it has, and good to see you as always. How can I help?
Hey, ich will, dass sie scheinen glücklich zu... da. Someone is full of pep. Oh, yes. Mr. Holmes, he was quite the inspiration. Last time you were in town, he offered me some stirring advice, which I have since acted upon. Holmes is nothing if not provocative. Indeed, the thorny truth is often hard to hear, but it did the job, and now my heart is full. I'm glad to hear it. Much obliged, Doctor. Last time we met, you mentioned your knack for translating occult texts. I was wondering if you could help me with this book. Certainly, Goodness. Where on earth did you procure this grimoire? That's a long story. What do you make of it? It seems to describe pagan rituals, ancient deities. Das ist eine Grauen bekommen. Wow, what a marvel. I can try and translate it for you. Just the pages bearing that symbol. This section, really. Entity of ocean or time. Oh my. Oh, already on it, as you can tell. If you can have it done at your earliest convenience, that would be lovely. Barnes, does Stevenson's guiding light mean anything to you? Well, my mind first goes to Robert Louis Stevenson, an up-and-coming author. I've been following his work in the periodicals. Interesting man. I take it his literary pursuits are somewhat of a deviation from the family business. What makes you say that? He wrote a poem. Let me see if I have it still. Yes. Say not of me that weakly I declined the labours of my sires, and fled the sea, the towers we founded, and the lamps we lit. The labours of his sires. I wonder what they do. I have a book on great British families. If the Stevensons have achieved anything of note, they will be in there. Please, feel free to take a look. It should be on the shelves to the right. Much obliged. Da. Buch ist ein Sammelsurium an Fakten, Geschichten und Gerüchten über bekannte britische Familienerrungenschaften für das Vereinigte Königreich. Gewissermaßen wissenschaftlicher verbrämter Nationalstolz. For some reason, it makes my skin crawl. Frag mal Sherlock, Alter, der war da schon mal. Waren das schon mal 2 Hunde? Take care of your master. Oh mal, hier kann ich das nachschauen, ne? Ja. Nach von Davy Entschlüsselung ist Aschmar interessiert. Sie lautet: Wunder, das Toben beginnt, wo alle Schiffe ihr Ende findet, bei Stevensons wegweisendem Licht. Letztem Anfang auszuwählen. Mr. Barnes kann bei dem Namen Stevenson. Louis Stevenson in den Sinn, dieser folgte nicht den traditionellen Berufswegen seiner Familie, sondern wandte sich Schriftstellerei zu. Väter abgelehnt und im Meer den Rücken gekehrt. Schifffahrt. Meer den Rücken gekehrt. In Türmen, die wir erreichen, und in Laternen, die wir zum Leuchten brachten. Also das Jahrhundert kriegen wir nicht raus. Jetzt hast du britische Namen. Ja gut, britisch, England dann also. Jetzt bloß die Zeit, ob mal ein Titel da. Zeit? Ha. Ich hätte die Arbeit meiner Väter abgelehnt und im Meer den Rücken gekehrt. Hört sich nach Schifffahrt an. In Türmen, die wir errichteten, und Laternen, die wir zum Leuchten brachten. Für unsere britische Familie nachzuschlagen, das irgendwo rechts im Regal stehen soll. Das erste ist der aufstehende schottische Auto. Schottisch! Oh. Robert Louis Stevenson in den Sinn. 19. Jahrhundert. In dem Buch Familie Stevenson, in dem Buch Die bedeutsamen britischen Familien finden die Stevensons kurze Erwähnung für den Bau von Leuchttürmen überall in Schottland bekannt sind.
Der erste Leuchtturmbauer in der Familie hieß wie der Schriftsteller Robert Louis Stevenson, ebenfalls Robert. Seit dem Bau des Bell Rock Leuchtturms im Jahr 1810 haben die Stevenson in ganz Schottland mit Wunderwerken der zivilen maritimen Ingenieurskunst ihre Spuren hinterlassen. Ganz gleich, ob die Leuchttürme von Robert Stevenson oder von seinen Söhnen Alan, David und Thomas erbaut wurden. Die Seeleute, die in Schottlands Küsten das Meer befahren haben, ist dieser Familie zu verdanken, dass sie sich dabei sicher fühlen können. A moment, please. Spellbinding pages. Ah, jetzt kann ich da was machen. Kriegen für Aschtenmarkt. Dazu britische Familien. Verschlüsselte Nachricht. Familie Stevenson. Hä? Okay, dann geht bloß ein erster Eindruck vom Buch. Und ein Zeitungsartikel über schlimme Unwetter. Okay. An einem Stevenson-Leuchtturm geht es um einen Ort, an dem der Kult eine Zusammenkunft plant. Einer von der Familie Stevenson erbaute Leuchtturm westlich der Region Lochaber in Schottland. Oder Lochaber. Say, do you possess coastal maps of Scotland? Indeed. Have you figured out what the Stevensons are known for? Feats of lighthouse engineering. You have my thanks for the book. My pleasure, Doctor. Do you need any particular part of the coast? Lochaber, west coast. Right then, I'll unroll it on the desk. All yours. In the meantime, I will attend to my translation. Much appreciated. Okay. Es geht um einen Leuchtturm. Der Scary-Wall-Leuchtturm befindet sich auf der abgelegenen Insel gleichen Namens südwestlich der bewohnten Insel Tiree. Alan Stevenson entworfen und nach 6 Jahren Bauzeit im Jahr 1814 unter seiner Leitung fertiggestellt. Ist ein Zeugnis für die Entschlossenheit der Ingenieure und Konstrukteure des British Empire, bla bla bla, okay. Barrowhead-Leuchtturm befindet sich in der schottischen Hebrideninsel Barrowhead. Leuchtturm, der von Robert Stevenson entworfen im Jahr 1833 von James Smith aus Intervist bebauter Leuchtturm besteht aus Stein. Von 682 Fuß über dem Meeresspiegel ist er der höchste gelegene Leuchtturm des Vereinigten Königreichs. Alan Stevenson entworfen. Westlichen Ende der Halbinsel Namurakan in der Region Lochaber. Okay, das könnte unseres sein. Aufgrund ägyptischer Einflüsse auf seine Bauweise und seinen dekorativen Element ist er in Schottland einzigartig. Der aus Granit bestehende Leuchtturm erhebt sich mit seinem markanten schwarzen Laternenhaus 118 Fuß über den Felsen. Wenn ich ägyptische Einflüsse höre. Rubanan Gall Leuchtturm. Rubanan Gall bedeutet auf Schottisch Gälle, Spitze des Fremdlings. Dieses schlicht und doch elegante anmutende Leuchtturm aus Backstein wurde im Jahr 1857 von David und Thomas Stevenson erbaut und war nicht der einzige im Stevenson in diesem Jahr errichtete Leuchtturm. 42 Fuß hoch. Eislauf 0. Kann ich da mit ihm nochmal drüber reden? Doctor! Achso. Barnes, have you finished with the book? Yes. I've written out a translation of the section you wanted. It, puts the grim in grimoire. I thought as much. Long story short, it details macabre rituals, death, leviathans, and the apocalypse. See for yourself. I must ask you to leave the book with me so I can read more of it. It's compelling. Very compelling. I don't think that would be wise. Please give it back. That said, I remain grateful for your immeasurable help. Oh, how disappointing. I hope you will consider lending it to me in the future. Good day, Doctor. Okay, mich würde jetzt interessieren, wenn ich ihm das überlassen würde. Aber der scheint jetzt schon besessen davon zu sein, ne? Das ist ja hundertprozentig das Necronomicon. Ritual des Erwachens. Rupana. Ach,
Ich gebe das jetzt einfach ein. Stevens Familie. Barrowhead ist es auch nicht. Aber dann ist der schon mal weg. Uralte Gottheit. Adnamurachan, Leuchtturm war es, ne? Ja. Hä? Okay, mir fehlt noch irgendwas. Verdammt. Mr. Barnes Folge von all der Übersetzung wird in dem Buch das heidnische Ritual beschrieben, das den Zweck hat, einen uralten Gott zu erwecken, der unter dem Grund des Meeres schlummert. Teil des Rituals ist ein spezieller Gesang, den die stärksten Menschen jeder Ethnie auf der Erde anstimmen, bevor sie für den Erweckung des Gottes geopfert werden. Ein Geschöpf mit pechschwarzem Gesicht, das einer ägyptischen Sphinx ähnelt, muss dem Ritual beiwohnen. Verläuft das Ritual erfolgreich, wird die Welt, die sie kennen, zerstört. A fascinating book. Thank you for the opportunity, Doctor. Mycroft, here to buy a book on fraternal dysfunction? The Holmes family is beyond counseling, Doctor. True, more deserving of scientific study. What do you want? I came to warn you. Perhaps you have a moment to... Sorry, I reserve Tuesday afternoons for time with friends. I'm worried about Sherlock. He's not well. You should know that he has had episodes in the past. Detachment from reality. He will need your support. Such gall. First you crush him under your boot heel, now you ask me to pick up the pieces. Your emotions are impeding your rationality. He needs to be distracted, diverted into something less harmful. Surely you jest. Only one thing shall truly bring him peace of mind, and that is solving his case. The last case he pursued so doggedly was Cordona. He came home a wreck, and this time I fear he may not return at all. You are not his father, Mycroft. Not anymore. He is a grown man, a brilliant man. I know you care for him. I just wish you also respected him. The Crown cannot help you. But I can. Give him this. What is it? A confidential note tied to his case. He may see value in it. Just do not tell him it came from me. Oh, speaking of the Crown, perhaps you can help us with another matter? It requires some local knowledge. I'm all ears. For your eyes only. Here is a folder with all the details. Neuer Fall, der einsame Beobachter? Einer unserer Informanten, Philip Hawke, hat sich in mehreren Tagen nicht bei uns gemeldet. Bitte finden Sie raus, was da vor sich geht. Mr. Hawke hat unweit seiner Wohnung Nachforschungen für uns angestellt. Er ist querschnittsgelähmt und wohnt in der Nachbarschaft eines ihrer Klienten, Captain Stanwyck. Statten Sie mir Bericht, wenn Sie bei ihm waren. Sie finden mich in der Buchhandlung. Profildoktor von A. Rochester. Warte. Das haben wir uns auch nicht angeschaut, ne? Mutmaßlich tot. Lord H.P. Rochester. Haben die das von H.P. Lovecraft einfach genommen? Naja, gut, wahrscheinlich gab es mehr, die wo vielleicht sowas hatten. Milliardär aus London heiratet eine amerikanische Frau, hatte einen Sohn namens Archibald und nach Abschluss seiner schulischen Ausbildung erreicht der Volljährigkeit in die östliche Kolonie zog, um die Geschäfte seines Vaters zu übernehmen. Archibald Rochester besaß zahlreiche Edelsteinminen in Australien und Firmenbeteiligungen in England. Sein Vermögen stieg dank seiner Geschäfte mit Edelsteinen stark an. Im Jahr 1875 unternahm er eine Schiffsreise nach England. Das Schiff geriet in ein Unwetter und sank, keine Überlebenden. Weder seine Leiche noch seine Edelsteine wurden damals gefunden. Kurz darauf starb sein Vater, Lord H.P. Rochester, von Lady Rochester nach Boston zog und dort ebenfalls verstarb. Mehrere dokumentierten Edelsteine sind vor kurzem wieder aufgetaucht, können unter anderem mit den Banken in Louisiana sowie mit dem Institut Schwarz Edelweiß in Verbindung gebracht werden. Ah. Hey, Archibald Rochester ist am Leben und der geistige Führer des Kults. Er hat vor, ein gigantisches Ritual am Arnamurachan Leuchtturm durchzuführen und bei dieser Zusammenkunft Menschen unterschiedlichster Ethnien zu opfern. Vorhaben des Kults. Aber jetzt könnte man den anderen Fall noch machen, ne? Wollen wir erstmal speichern. 22.04., 25.04., 19.04.
Hinweis anheften. Er heißt Philip Hawke und wohnt in der Nachbarschaft von Captain Stanwyck. Wer soll das eigentlich Captain Stanwyck? Oh, Captain Stanwicks Herrenhaus. Ah, wahrscheinlich kann ich danach fragen. Excuse me, just one question. I can't help you with that, sir. Toll, danke für nichts, ey. Mr. Hawks Wohnung. Ermittlungsort gefunden. Warte mal, das da? Oh ja. Unlike Holmes, I don't carry lockpicks. Na toll. Ich glaube, dem geht's nicht so gut. Royal Berkshire Regiment. They had it tough in Afghanistan. His face and neck are swollen, and I can see wasp stings all over the skin. Only his right arm was functional. His left arm was paralyzed in the war. Mr. Hawks unveränderte Notizen. 5:45 Uhr, Kutsche mit vermummten Besucher eingetroffen. 7:25 Uhr, Kutsche abgefahren, Besucher blieb im Gebäude. 9:10 Uhr, Kiste mit Gold aus dem kaiserlichen japanischen Münzamt eingetroffen. 9:36 Uhr, Kiste wird immer noch entladen. 10:10 Uhr, letzte Kiste wurde in Botschaft gebracht. 11:33 Uhr, osmanischer Botschafter und Vizekonsul eingetroffen. 12:44 Uhr, die Herren konferieren im zweiten Stock. Zu sehen sind Karten von M. Capital M, signed by someone else's hand. Warte mal, da ist noch mehr. Near perfect camouflage. It makes me wonder if Mycroft also spies on our suite in Baker Street. A map of possible routes taken from the embassy. I thought only Sherlock was capable of this kind of deduction. The spyglass was positioned to watch the windows of the embassy across the road. Mr. Hawks Wohnung. Unlike Holmes, I don't carry lockpicks. Vorhaben des Kults. Instruktion von Mycroft. Hawks unveränderte Notizen. Wohnt in einem unscheinbaren Haus. Im Garten fand ich Philip Hawke tot in seinem Rollstuhl vor. Viele Körperstellen sind geschwollen. Seine Haut ist mit Wespenstichen übersät. Tätowieren auf seinen Unterarm lässt darauf schließen, dass er im Royal Berkshire Regiment gedient hat. Er konnte nur seinen rechten Arm bewegen. Fernglas ist ausgerichtet, okay. Ja, dann gesagt, er ist in der Buchhandlung, ne? Ja, warte mal, habe ich das jetzt abgeschlossen? A wasp's nest. They might attack if someone draws too close or are otherwise provoked. Much like London itself. Willst du mir jetzt erzählen, dass er... Nee, warte mal, das kannst du vergessen. Der hatte doch das unterschrieben, ne? Das M ist in einer anderen Handschrift drauf, ne? A wasp's nest. They might attack if someone draws too close or are otherwise provoked. Much like London itself. Ja, lass mich jetzt da raus. Ah, ich hab den... Was ist denn da drin? Soll das eine Lampe im Haus sein, darstellen?
Ja, dann gehen wir jetzt zu den Typen mal. I'm sorry I have bad news. Please do not tell me Hawk is a turncoat. Worse, I found him dead in his wheelchair, out in the garden. How did he die? Exactly. He was stung repeatedly by wasps. His body succumbed to anaphylaxis. And that is all you observed? Was there anything suspicious? Well, there was one thing. In his notes I found a handwritten M, but it didn't match Hawk's other writing. Listen carefully, Doctor. Do not investigate further, do not talk about this matter to anyone, and do not ask questions. Thank you. Now leave it alone. Voll abgeschlossen. Und ich kriege dafür jetzt was? Nix. Es interessiert mich, wer M ist. Darum gebeten, Schusslang Notizbuch. Watson erachtet dies als wichtig genug, um es Mycroft gegenüber zu erwähnen. Okay. Ja, dann gehen wir in die Baker Street. Sherlock. Holmes, I have the translation. But Barnes was affected by the book. Holmes? Watson? Did you hear me? Barnes was behaving oddly, but I was able to retrieve the book and his preliminary translation. I think we have a lead. Sherlock, what is it? I find myself burdened. It will come as no surprise that I tend towards obsession. Indeed, obsession oft grants me the insights that have become my stock in trade, my greatest asset. Yet I cannot deny this nature proves as much a hindrance as a boon. It has cost me friends, colleagues, brothers. And despite my obsession, as I contend with the matter at hand, no closer to understanding than when we began, I must conclude that I am of no worth at all. Without an answer, what use is the question? Sherlock, this is no time for despair. The book is real. Those men went mad. John, I fear that I am as mad as the rest of them. I bore witness to the same events that you did. I saw with my own eyes the inexplicable, the ghastly, and the unnatural. I can attest to their occurrence. So take heart, for it was as real as you or I. And thus, we must persist. Lives hang in the balance. If you cannot see your worth, then trust in me, for I see it. And I know of no other man capable of putting this matter right. Thank you, John. Would that I possessed even half your courage. Pray tell, where does our journey end? Ardnamurchan, Scotland. Well, shall we be off? Yes, of course. You can apprise me of your actions while we pack.